Junge Patientin mit Erstmanifestation stärkster Kopfschmerzen mit Erbrechen. Sie stellte sich hier vor, wir veranlassten ein MRT mit Kontrastmittel. Das Gehirn an sich, die Hirnsubstanz ist komplett in Ordnung, gesund, nichts Auffälliges. Was aber auffällt, ist, dass die Hirnhäute Kontrastmittel anreichern. Das ist hier diese weiße Struktur. Die wichtigste Angabe, die die Patientin machte, war, dass der Kopfschmerz im Stehen stärker ausgeprägt ist als im Liegen. Spätestens dann muss es klingeln. Verdacht auf Liquor-Unterdrucksyndrom. Das ist auch der Grund, wieso wir das MRT mit Kontrastmittel veranlasst haben. Ein Liquor-Unterdrucksyndrom entsteht, wenn Nervenwasser, das ja im Gehirn produziert wird und Gehirn und Rückenmark umgibt, aus einer Stelle, wo ein Leck vorliegt, wieder austritt. Das Liquor-Unterdrucksyndrom ist eher eine seltenere Diagnose, weshalb sie auch häufig verkannt wird oder übersehen wird. Daher ist es so wichtig, lagerabhängige Kopfschmerzen gehören immer abgeklärt. Und wenn die Patienten angeben, dass im Stehen der Kopfschmerz stärker ausgeprägt ist, muss das MRT immer mit Kontrastmittel erfolgen. Wie ging es jetzt mit der Patientin weiter? Die habe ich stationär eingewiesen in eine neurologische Klinik. Es erfolgte eine CT-Myelographie, das bedeutet, man verabreicht, wie hier unten, mit einer Kanüle Kontrastmittel in den Rückenmarkskanal bzw. ins Nervenwasser und markiert, wenn man so will, das Nervenwasser und schaut, ob es irgendwo wieder austritt. Und tatsächlich hat man im Bereich der oberen Brustwirbelsäule ein Leck gefunden. Die Spitzenneuroradiologische Abteilung hat auch die Ursache gefunden, und zwar dieses kleine Ding hier im Bereich des Brustwirbelkörpers. Das ist ein Knochensporn, der führt zu einem Einriss der Rückenmarkshaut. Die Patientin wurde neurochirurgisch versorgt. Der Knochensporn wurde entfernt. Sie war gestern bei mir, ihr geht super, die Kopfschmerzen sind weg. Bevor es jetzt wieder heißt, ja, es ist eine Privatpraxis und sowas ist nur für Privatpatienten möglich. Nein, die Patientin war gesetzlich versichert. Ich habe das Glück, dass ich sehr gut vernetzt bin in Hamburg und ich arbeite mit einer sehr guten neurologischen Klinik zusammen, wo ich auch mit dem Chefarzt im engen Austausch bin. Insgesamt ein sehr schöner Fall.